Wie immer drücken wir Ihnen natürlich ganz fest die Daumen, dass Sie einen von diesen wirklich tollen Preisen gewinnen. So, und Sie sehen jetzt, die Zuschauer haben wieder Platz genommen. Die Startvorbereitungen für den 8. Saisonlauf und damit den 2. heute in Oschersleben sind fast beendet. Die Zuschauer haben Platz genommen in der Fahreraufstellung, sind auch alle wieder eingetroffen. In ein paar Minuten können wir also loslegen. Und nun wollen wir aber kurz noch mal zurückblicken zu dem ersten Lauf hier. Udo Mark hatte Probleme und er hat natürlich wie alle anderen die Zeit genutzt zwischen den beiden Läufen. Es wurde fieberhaft gearbeitet in der Suzuki-Box. Er hat den Fehler gefunden, er ist wieder da. Und was nun kaputt war, das soll er uns am besten selber sagen. Wir konnten also feststellen, dass speziell bei dieser Situation in unserer Einspritzanlage Werte aufgetreten sind, die wir bis dato noch nicht hatten und deshalb das Motorrad anders reagiert hat, wie meine Gasgriffstellung war. Und dieses Problem haben wir erkannt und der Herr Beindl kann das auch beheben. Das heißt, im zweiten Lauf machen wir den zweiten Anlauf. Vielleicht klappt's. Also Problem geklärt bei Udo Mark und wir sind jetzt für den zweiten Lauf hier in der 3. Startreihe. Jetzt gehen wir mal wieder durch mit der Nummer 8. Das ist Robert Hübner, der beste Neuling 97. Er könnte eine bisschen schnellere Maschine gebrauchen. Genannt wird er Hopsing. Er ist immer in den Punkten gewesen und er kann sicherlich noch viel mehr. Dann die 39, den Herrn kennen Sie schon, Samuel Troninger, der Rookie aus der Schweiz. Ein Lernjahr, ihm fehlen noch ein bisschen die Sponsoren, deswegen stellt er noch keine so großen Ansprüche. Mit der Nummer 9 aus Freiburg, Frank Heitzger, der Vizemeister, Supersport 750 Serie. Yamaha Cup ist der gefahren und der träumt natürlich wie so viele andere Fahrer irgendwann mal bei einem Weltmeisterschaftslauf dabei zu sein. Und die Nummer 15, Christian Schneider aus dem Papst-Team. Auch er will unter die Top 10, ein sehr ehrgeiziger Fahrer, nicht mehr der Jüngste, aber das hat ja nichts mit Ehrgeiz zu tun. Ehrgeizig ist aber zum Beispiel Ruben Zaux, der Spanier, und er war stinkesauer nach dem ersten Lauf, denn er hatte wieder ein technisches Problem und er könnte so schnell sein. Warum wurde er aber so langsam? We had problems with slipstreams of the bikes because we have now we are preparing the injection bike for next races. And then we have now we are riding with the carburetors bikes, and then it's a little bit slower than the other ones, no? But I lose this slipstream and then I cannot find the solution to be on the podium, no? Immer weiter nach vorne kommen wir schon zur zweiten Startreihe mit der Nummer 11, Johnny Eckerold. Er ist der erkorene Nachfolger von Jochen Schmid, wenn der mal aufhören sollte. Der Sohn des Ex-Weltmeisters John Eckerold, ganz klasse unterwegs, der beste Rookie. Dann mit der Nummer 3, der rasende Schweizer Roger Kellenberger, 97, Frust, er wollte aufhören. 98, top, 4. Rang in der Gesamtwertung. Mit der Nummer 99, das ist Harald Kitsch. Er sagt, ich habe so viele Probleme mit diesen Kolben, die ich schon verbraucht habe, da könnte ich ja ganze Straßen pflastern. Aber Sie sehen, er gibt nicht auf. Mit der Nummer 28 zum Schluss noch der fliegende Finne, Juha Berner. Er kommt eigentlich meistens immer mit dem Flugzeug und vielleicht fliegt er hier im zweiten Lauf auch noch richtig nach vorne. Er ist momentan auf dem 7. Gesamtrang. Was uns aber noch viel mehr interessiert ist auf dieser Strecke, die wir alle nicht so gut kennen. Warum ist das Überholen so schwer hier in Oschersleben? Gefragt haben wir den Mann, der es wissen muss, Jochen Schmid. Ja, wir haben hier relativ langsame Kurven und auch demnach kurze Geraden. Und auch bei der langsamen Gesamtübersetzung ist es so, dass eigentlich der Unterschied zwischen den Maschinen beim Beschleunigen relativ gering ist. Und wenn man nicht wirklich absolut mit einem Überschwung aus den Kurven rauskommt, langt es einem nicht, auf die gleiche Höhe zu kommen, um bei der nächsten Gelegenheit den vor sich fahrenden Fahrer auszubremsen. Der Tipp des Tages wird heute ein absoluter Expertentipp. Hier steht Kevin. Kevin, du bist 8 Jahre alt, gell? Und du kennst dich super aus in der Serie Pro Superbike. Sag mir doch jetzt einfach mal, wer gewinnt denn den zweiten Lauf? Den zweiten Lauf. Auf den ersten Platz kommt Jochen Schmid, auf den zweiten kommt Udo Mark und auf den dritten kommt Andreas Meklau. Meklau. Na wunderbar, wollen wir schauen. Wissen Sie was, liebe Zuschauer? Der Kevin hat immer recht gehabt mit seinen Prognosen. Also mal schauen, ob das wieder klappt. Die Motoren werden angelassen, das Wetter ist klasse. Wir freuen uns auf den 18. Lauf hier in Oschersleben. Ihr Kommentator ist wieder Hannes Bichteler und zu dem gebe ich jetzt ab. Schmid, alle 4 Rennen, alle 4 Läufe, muss man sagen, in dieser Serie in diesem Jahr hat er, zumindest was das Qualifying betrifft, dominiert. Einer kam vom Start nicht weg, das ist mit der Startnummer 9 Frank Heitzger. Schade schon wieder, der hatte schon Probleme
im ersten Lauf. Nun ja, gut, also auf 2 Andi Mecklau, dann Ruben Gsaus und Udo Mark ist die erste Reihe. Hier sehen Sie es, der Andi, hervorragender Zweiter, hat ein bisschen profitiert von diesem, naja, von diesem großen Bogen, sage ich mal, von Udo Mark, den er da fuhr in der Kurve, wo ein zu überrundender auch mit im Spiel war. Vielleicht auch dazu später mehr. Dann Udo Mark ganz außen in der ersten Reihe, dazwischen noch der Mann aus Barcelona, Ruben Gsaus. Und damit in die zweite Reihe Johnny Akerold auf Startplatz 5. Roger Kellenberger, der Schweizer, auf der Tide Racing Honda. Damit nur noch eine Honda übrigens im Feld. Harald Kitsch und Juha Berner. Der Mann hat heute seinen 35. Geburtstag. Gratulation. Robert Hüber, dann Samuel Truninger, Frank Heidger und Christian Schneider. Ja, Michael Galinski sitzt neben mir, ist nicht mehr mit dabei. Markus Ober, Detlef Guderian und Harald Hartmut-Kora, pardon. In der 5. vom Remus-Team Sebastian Fitztum, der Schweizer Paul Leuthardt, Uwe Pollheide, Christian Häusle. Reihe 6 Norman Manz, Volker Grumme. Ein Mann, der neu dabei ist in der Serie, Jörg Schmidt und Heinz Platazis. Alexander John, Harry Fahrt, frisch verheiratet, Alexander Folger, ebenfalls ein neuer Mann, ein Gastfahrer, und Marcel Mendel, Sven Wassermann, Markus Bordin, Matthias Bolz und Ralf Eichner. Und Holger Peschel, und er ist auch mit dabei. Das Feld ist etwas ausgedünnt in diesem Lauf. Die Ursachen wissen wir nicht bei allen genau. Es hat nämlich auch im ersten Lauf eine kleine Massenkarambolage gleich in der ersten Runde gegeben. Da warst du allerdings, Michael, glaube ich, schon vorbei. Ja, Gott sei Dank. Also wer wen jetzt angestoßen hat, hat leider keiner gesehen. Hier ein Blick aufs Wetter. Schön warm ist es geworden. 28 Grad, Luft 22 Grad. Wir waren hier eigentlich gar nicht auf so schönes Wetter eingestellt. Jetzt ziehen ein bisschen Wolken auf. Aber ich glaube, das ist kein Problem für die nächsten rund 25 Minuten. Ungefähr die Länge dieses Rennens über 14 Runden. So, und nun warten wir auf den Start. Die Startampel rechts oben ist eingeblendet. Und los geht's. 8. Lauf, also der Lauf zur Halbzeit der Pro Superbike 98. Und ich denke mal, Udo Mark ist der Mann, der hier am besten wegkam, wie im ersten Lauf. Andi Mecklau auf 2. Und ich denke, wir sehen es hier nicht ganz, dass das Jochen Schmid auf 3 war. Während wir hier ein paar im hinteren Feld sehen. Ja, zunächst ist Udo Mark, Andi Mecklau und Jochen Schmid. Und dann schon Roger Kellenberger, wenn ich das richtig sah. Ja. Und mit der 8, das ist Robert Hüber, der sich da schön nach vorne gearbeitet hat. Ruben Gsaus ist da wohl etwas zurückgefallen. Genau, Ruben Gsaus hat eigentlich einen sehr schlechten Start gehabt. Der ist noch hinter seinem Teamkollege, hinter Markus Ober, gelandet. Und er wird jetzt alles dran setzen, wirklich da nach vorne zu kommen, damit die Post vorne nicht abfährt. Ja. Und dieser Markus Ober, du sagtest gerade, der Teamkollege auf der Testeinspritzer Suzuki, hat einen hervorragenden Job gemacht im ersten Rennen. Ja, muss man wirklich sagen, optimal, weil sie setzen jetzt alle auf die Einspritzung, weil sie eigentlich in der Top-Geschwindigkeit, also in dem Highspeed-Bereich viel schneller ist. Und die Entwicklungsarbeit geht jetzt einfach weiter. Hier die ersten 3. Jochen Schmid greift Andi Mecklau an und ist vorbei. Ganz klar, kann da der Andi noch mal kontern? Ja, er tut's. Vielleicht ein bisschen Anfangsgeplänkel. Kräfte zeigen. Ja, Jochen muss sehen, dass er da unbedingt dran bleibt. Er hat auch gesagt, im ersten Rennen hat er sich den Reifen so ein bisschen aufgespart und hat nach dem Rennen gesehen, wie super der aussah und hat gesagt, komm, jetzt muss ich im zweiten Rennen wirklich von Anfang an vorne eigentlich wegfahren. Und jetzt ist er an 3. Stelle und versucht natürlich jetzt nach vorne zu kommen. Ja, wir haben eben mit ihm gesprochen und er meinte, also im zweiten wird er schon probieren, dass er relativ schnell mal vorne wegkommt. Er ist konditionell hervorragend beieinander. Die Maschine rennt. Und man sieht's, die 2 versuchen krampfhaft dran zu bleiben am Udo. Ja, man sieht jetzt auch so schön, was der Jochen vorhin auch in der Vorgeschichte erzählt hat. Es ist schlecht zu überholen, weil aus jeder Kurve raus muss man schon am Hinterrad sein. Die kurze Gerade, der Vordermann macht die Lücke auf und man kommt beim Bremsen gerade ran, aber nicht vorbei. Und er muss jetzt wirklich versuchen, vorbeizukommen. Und es ist wie immer im Rennsport, wenn sich 2 da streiten, dann freut sich der Dritte, in dem Fall der vorne wegfährt.
Gut, Udo ist jetzt nicht im Bedrängnis, sondern kann frei auffahren. Und ja, wenn die beiden sich weiterhin behaken, werden die sich gegeneinander stören. Udo Mark eben mit einer schnellsten Runde, eine 1,36, ist eigentlich noch eine sehr schwache Zeit, muss man sagen, im Gegensatz zum ersten Lauf. Und wenn wir auf unseren Zeitenmonitor schauen, dann taucht dieser Markus Ober auf, der Einspritzer Suzuki, der Teamkollege von Ruben Xaus, gerade mal einen Platz hinter ihm auf, nämlich auf Platz 7, Ruben Xaus auf 6. Und wir haben ja vorhin auch mit ihm gesprochen, er hatte wirklich, der junge Mann, 23 Jahre ist er alt, der hatte richtig leuchtende Augen. Also der hat sich riesig gefreut und war so frech, um zu behaupten, also ich kann da schon noch weiter vorfahren. Ja, also er ist ein wirkliches Talent, kann man nicht anders sagen. Und er hat auch gesagt, er möchte unter die ersten 8 kommen, jetzt im zweiten. Also er möchte weiter nach vorne und er meint auch, es geht. Und ja, wie wir hier sehen in der Spitze, das werden wir jetzt noch länger sehen, weil es ist so, ja, die Kawa möchte einfach vorbei. Wobei ich das Gefühl habe, Udo Mark konnte nun die Situation nicht nützen, dieses kurze Gerangel. Man hatte den Eindruck, er kann sich schon etwas lösen von den beiden, aber sie sind schon noch zusammen. Hier ein Blick auf die ersten 6. Robert Hüber ausgezeichnet dabei. Und hier ein Sturz von Christian Häusle. Der Mann, der hier mit einer Unterschenkelamputation fährt. Soll für ihn nicht unbedingt Handicap sein, er tritt sehr souverän auf. Und damit ist er draußen vom Remus Team Austria von Andreas Mecklau, den wir auch hier im Bild haben. Und nun setzt der Andi doch eine ganz andere Marke. Ich konnte mir das vorhin auch nicht vorstellen. Da stand eine 1,36, war es wohl nicht. Also ich denke, dass das noch hier die erste Runde war, dass der Computer nicht gleich umgesprungen war, dass das die Startrunde mit stehenden Start war. Also wir sind im schnellen Bereich bei 1,31. Und nun ist der Jochen vorbei am Andi Mecklau. Auf der zweiten Position und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie er sich an den Udo ranklemmen kann. Da bleibt die Frage, ob das eine leichte Aktion wird. Er zeigt sich schon mal auf der ganz kurzen Linie. Ja, Jochen fährt sehr aggressiv und es wird, glaube ich, nur eine Frage der Zeit sein, wenn er auch nach vorne geht, weil da liegt es drin. Er hat gemerkt, alles funktioniert gut und er muss jetzt einfach nur vorbei. Dann kann er sich vielleicht sogar ein bisschen Luft schaffen. Wir haben das Geschehen im Auge, liebe Zuschauer, aber Michael, erzähl uns kurz, was war denn bei dir passiert? Du lagst auf einem hervorragenden Startplatz. Also ich habe so ein ganz klein bisschen einen Leistungsnachteil mit meinem neuen Motorrad. Und es war hier eigentlich nur so ein Ausflug, ein Abenteuer und dafür ist es gut gelaufen. Also mein 15. mit den Ausfällen, 13. Startplatz war wirklich mehr, als ich erwarten durfte. Und im Rennen geht es nicht ganz so leicht, weil da einfach, da sind sie auf der Geraden schneller und ich kann dann nicht folgen und in den Kurven kann ich dann halt nicht vorbei. Aber ich war ganz zufrieden, bin dann leider mit einer Defekt mit der Kopfdichtung ausgefallen und habe eigentlich hier viel Spaß gehabt. In Runde 4. Sie sahen es, Marc Schmid, Mecklau, Kellenberger, Xaus und Eckerold die ersten 6. Hüber, Ober, Drunninger und Kitsch bis zu den ersten 10. Hier der Dreierpulk. Ja, du hast mit deiner Maschine rund 30 PS weniger, womit wir auch beim Kurs wären. Es ist hier nicht ganz einfach, während Jochen Schmid es wieder nicht schafft. Zum nächsten Mal. Ja, Jochen fährt sehr aggressiv und das gefällt mir wirklich. Er zeigt immer wieder sein Vorderrad und lässt den Udo nicht zur Ruhe kommen und das macht natürlich auch nervös und irgendwann kann er bestimmt vorbeischlüpfen. Ich bin mir da eigentlich auch fast sicher und es ist fast soweit. Oh, das war ja noch eine gemeine Aktion. Da hat der Jochen allerdings da hat er schon doch etwas zurückgezogen, oder? Er musste zurückziehen. Er musste zurückziehen, er ist reingefahren und Udo hat sich auf ihn draufgelegt. Durch dieses Manöver konnte die Bekannte gleich auch vorbei mit Andy Mecklau. Und jetzt muss er alles wieder von Neuem aufrollen. Das wird ihn wirklich, er wird jetzt einen dicken Hals haben. Ja, also das war wieder diese Geschichte. Udo Mark, der Beißer. Wir sehen das nochmal in der Zeitlupe. Der Jochen geht in den Reihen. Udo merkt es, aber legt die Maschine trotzdem weiter um. Und da muss der Jochen einfach nachgeben, ansonsten kommen sie sich zu nahe, oder? Genau. Sonst legt sich der Udo auf ihn drauf. Und in dem Moment schlüpft der Andi innen durch. Es geht hier um die Spitze. Es ist hier nicht irgendein darfst du vorbeifahren, sondern Udo hat einfach wirklich draufgehalten. Und das muss man in dem Situation auch verstehen. Weil wenn Jochen einmal vorbei ist, kann er vielleicht wegfahren. Aber war noch ein faires Manöver und jetzt
greift an, ist wieder auf der zweiten Position. Ja, also das ist aber doch eigentlich Rennsport pur, so wollen wir es sehen. Die Jungs sind Profis und ich denke, das ging doch auch noch mit fairen Mitteln zu, oder? Nein, es ist wirklich kein Problem, aber man sieht wirklich an der ganzen Sache, wie... Und jetzt wieder der Andi durch. Es ist vom Feinsten. Rennsportherz, was willst du mehr? Ganz toll. Also die drei geben sich's gewaltig, wie wenn es hier schon um den Meistertitel ging, der unter den dreien ausgefahren wird. Mag ja vielleicht auch so sein. Das zeigt aber doch eigentlich auch, dass hier eine Leistungsdichte besteht, zumindest in den vorderen Bereichen. Also man kann hier wirklich nicht davon reden, dass die Kawasaki von Jochen Schmid die schnellste Maschine ist, auch wenn er der ewige Pole-Setter ist. Aber er ist natürlich auch bekannt dafür, dass er immer in den letzten Minuten nochmal auf Qualifiers rausgeht, nur um diese Pole auch wirklich zu betonieren. Ja gut, die gleiche Möglichkeit hatte Udo auch, weil er die gleiche Reifenmarke fährt. Nur der Andy, die fahren halt sehr weiche Reifen, aber keine Qualifier. Und der fährt mit diesen Rennreifen in Anführungsstrichen auch. Schauen Sie an! Slide. Also die fahren wirklich auf der letzten Rille. Und wenn man das so sieht, wie die geben wirklich alles. Also es ist wirklich schön anzusehen, ist Rennsport pur. Also die wollen hier in die Halbzeitgeschichte der Pro Superbike eingehen. Und das ist auch ein Kurs dafür hier. Hier kann man wirklich fighten und deswegen ist der Vorteil von Schmids Maschine nicht ganz so eklatant, weil einfach eine Kurve jagt die andere. Es kommt hier auf Rausbeschleunigen an, Rausbeschleunigen, Grip. Hier sieht man den Hier sehen wir das nochmal schön. Und nun kommt er fast ein bisschen weit raus. Oh, unglaublich, dass er die Maschine hier überhaupt noch fängt. Und er ist vorbei, der Andi Mecklau. Ja, Andy, der fährt die letzte Zeit wirklich aggressiv. Ne? Früher hat man immer so ein bisschen gesagt, er ist sehr schnell, aber so ein bisschen smart, also ein bisschen der ruhigere Typ. Aber er wird immer besser und er wird auch immer aggressiver. Udo Mark auf 2 und Jochen Schmid auf 3, wobei ich mir vorstellen könnte, dass er sich das nun zunächst mal anschaut. Hey, so eine Fahrweise, die kann ich doch nicht über 10 Runden, sag ich mal, durchhalten. Ja, man muss es einfach. Wenn man wirklich in der Pro Superbike hier an der Spitze mitfahren will, dann muss man eben diese Kondition haben, diese Konzentration, dass man auch so Slides und so Geschichten wirklich abfängt. Ne? Und hier sehen wir nochmal, wie Andreas Mecklau an Udo Mark vorbeigeht. Auch blitzsaubere Aktion. Man muss wirklich in der Lage sein, diese wirklich 110% übers Rennen durchzustehen, weil dann ist man ganz vorne. Ja, und hier der Stand in Runde 7. Der Andi hat sich eben umgedreht. Ist das für die Nachfolgenden ein gewisses psychologisches Zeichen? Nee. Nein, also er vergewissert sich wirklich nur, wie ob er jetzt schon einen kleinen Abstand rausgefahren hat, weil bei Start und Ziel kriegt das zwar angezeigt, aber jeder möchte... Und wieder der andere. Oh, und wieder macht Udo da gnadenlos zu. Und ich glaube, so ein klein bisschen hat der Udo sich auch jetzt Respekt verschafft, so komisch sich das auch anhört. Ne? Also er wird jetzt, vielleicht wird Jochen jetzt das zweite Mal auch zucken, weil er weiß ganz genau, Udo klappt ein, der gibt nicht nach. Also ich ziehe das durch, heißt das, und die anderen haben entsprechend aufzupassen. Gut, das sind 3 gleichwertige Fahrer. Absolut sind es gleichwertige Fahrer, aber es ist immer ja, so eine Art Respekt verschaffen. Wenn man ganz genau weiß, der wird reinziehen, dann steckt man vielleicht innerlich so ein ganz klein bisschen zurück. Und das ist dann natürlich schon wieder ein Vorteil für Udo, dass er sich vorne behaupten kann. Also wie vorhin mit Jochen Schmid sprachen, da hat er sich mit Sicherheit noch nicht träumen lassen, dass das so abläuft, wie es im Moment abläuft. Er wollte vorne wegfahren und er dachte auch, ich bin in toller körperlicher Verfassung. Wir haben ja auch gehört, er hat sich 14 Tage lang richtig fit gemacht. Die Maschine ist wieder in toller Form und er wollte vorne wegfahren. Und was passiert nun? Es sieht ganz anders aus und nun kann sich der Andi mit einer 1:30,618 und das sind nur 18 Hundertstel über der schnellsten Runde aus dem ersten Lauf. Also sie sind wieder an diesen Zeiten dran. Und da kann er sich ein bisschen Respektabstand verschaffen. Ja, so ein ganz klein bisschen hält der Udo jetzt den Jochen auf, denke ich mal, also unter Anführungsstrichen. Und er greift da wieder an. Ja. Und diesmal schafft er es. Und jetzt ist er durch. Jetzt ist er ganz klar durch. Genau. Und jetzt wird er wirklich auch an Andy Mecklau wieder rankommen, weil so ein ganz klein bisschen hat der Udo ihn aufgehalten. Im Hintergrund sehen wir Roger Kellenberger auf 4, Gianni Ackroyd auf 5, Ruben Knaus 6. Hier nochmal die Zeitlupenwiederholung. Es sieht sehr locker aus hier beim Jochen.
Ja, er hat einfach die innere, vor Start und Ziel kann man es so schön machen. Er hat sich einfach innen reingedrückt und da ist einfach dann, die Linie ist zwar kaputt, jetzt in dem Moment sind sie ein bisschen langsam. Er hält Udo auf, aber er kann früher beschleunigen und somit ist er vorne. Und ich glaube, der Jochen Schmid ist bei diesen Schräglagen, ist er ein ganz besonderer Meister. Ja, er kommt so ein bisschen aus dem 250er-Sport und die 250er sind immer mit unheimlich viel Schwung, müssen sie durch die Kurve fahren und so ein bisschen hat er es noch nicht abgelegt. Das ist, in den langsamen Kurven ist er sehr, sehr schnell, weil da ist er der Schräglagenkünstler und lässt das Motorrad richtig rollen. Wobei der Udo mehr so einen Fahrstil bevorzugt, spät bremsen, dann klein umlegen und Maschine früh aufrichten und wieder stark durchbeschleunigen. Er hat nur einen Nachteil, er ist in irgendeinem Scheitelpunkt von der Kurve relativ langsam. Sind das Windschattenspiele, wenn er die ganze Fahrbahn ausnutzt? Eigentlich doch bei diesen Abständen im Moment nicht. Nein, jetzt bei diesen Abständen kommt der Windschatten eigentlich überhaupt nicht mehr zu tragen. Jetzt ist es einfach nur noch angesagt, dass er wirklich jetzt 2, 3, 4 schnelle Runden dreht, dass er den Andy nicht verliert. Weil sonst, wenn der Andy merkt, dass er praktisch vorne bleiben kann, dann wird er auch alles geben, dass dieser Abstand auch gleich bleibt. Und das sieht mir auch so aus. Wir sind in der 9. Runde, liebe Zuschauer, dieses 8. Laufs, dieses Halbzeitlaufs, muss man wohl schon sagen. Also noch knapp 5 Runden sind hier zu fahren. Ja, jetzt kommt so langsam dieser Zeitpunkt, wo Reifen ausschlaggebend sind, weil am Anfang sind eigentlich alle, wenn sie neu sind, sind eigentlich alle gleich gut. Und jetzt ist so dieser Zeitpunkt, wo man sieht, wer den besseren Reifen genommen hat. Jetzt nicht unbedingt von der Marke, sondern einfach von der Mischung. Wer den härteren genommen hat, wer am Anfang ein bisschen langsamer in Anführungsstriche gefahren ist und jetzt noch mehr Grip hat. Jetzt kommt es eigentlich wirklich darauf an. Eindrucksvolle Bilder dieser Big Bikes. Und das war wieder diese Schikane, die ganz eng genommen wird. Ja, diese Schikane wird vollkommen fast neben der Strecke gefahren. Die wird bis oben auf den Curbs gefahren und wird praktisch eine Gerade draus gemacht. Und Andy McLaughlin sagt auch, für diesen Kurs hat das Motorrad schon fast zu viel Leistung, also ja, zu viel Leistung in Anführungsstriche, weil er muss sehr viel arbeiten. Das Motorrad geht konstant vorne hoch, ne, und es will wegdriften und eine Kurve jagt die andere und es ist hier schon schwer, mit so viel Leistung umzugehen. Ich habe den Eindruck, der Jochen Schmid kann wieder etwas aufschließen. Jetzt wird er noch alles geben, um seinen Prognosen auch gerecht zu werden. Ja, er hat noch 4 Runden und jetzt muss er sich sputen und er kommt auch ran. Man sieht es ganz klar, er kommt ran. Und jetzt sind gerade gelbe Flaggen, also da darf man bei gelben Flaggen dürfen wir nicht überholen, aber es ist wirklich so, dass dieser Abstand kleiner geworden ist. Hier wieder schöne Bilder, super Zeitlupe von Andy McLaughlin. Bei diesen Super Slow-Mos sieht man auch schön, wie die Gabel arbeitet, über jede Bodenwelle, wie das alles, dieses Fahrwerk auch wirklich ganz fein, ganz sensibel arbeitet. Und das ist wichtig hier auf dem Kurs, dass man sein Fahrwerk hier tiptop in Schuss hat. Dass zu jeder Zeit und Überrundungen hier der Kontakt zur Fahrbahn hergestellt ist. Genau, das ist enorm wichtig, gerade hier auf den Wellen, dass man, je feiner das Fahrwerk arbeitet, je mehr kann der Reifen den Grip übertragen, den man aufbauen kann zur Straße hin. Und da muss man wirklich sagen, da muss man dann arbeiten, das sind diese in den Trainingssession, dass man da wirklich das Bestmögliche rausholt. Also ich denke, es ist bereits abzusehen, dass Udo Mark hier den Kontakt verloren hat. Die zwei werden es unter sich ausmachen. Der Udo hat mit dem Ausgang wirklich nichts mehr zu tun, aber die beiden, die sind noch nicht fertig und ja, der Jochen muss jetzt wirklich weiter hart dran ziehen, damit er den Abstand nicht noch größer werden lässt. Und was ich nicht sehen möchte, ist nun die Startnummer 33, dass die plötzlich wieder auftaucht. Das ist der Markus Bordin. Das war der Mann, der in der letzten Runde im ersten Lauf dafür gesorgt hat, dass der Andy McLaughlin am Udo Mark vorbeigezogen ist, nachdem er ihn zunächst mal behindert hat. Und dieser Mann ist kein Unbekannter. Er war beteiligt, um nicht zu sagen schuld, an dem Unfall in der ersten Runde zum Auftakt der Saison. Liebe Zuschauer, wenn Sie sich erinnern, in Zweibrücken, wo er auch den Johnny Akeroyd mitgenommen hat, während wir hier nochmal atemberaubende Bilder von Jochen Schmid sehen. Gegen alle physikalischen Gesetze, könnte man meinen. Ja, aber so richtig kommt er nicht dran. Also bei diesen verbleibenden noch 2,5 Runden ist es für ihn sehr schwierig und er muss einfach vor, weil er muss Punkte machen.
Er ist hinterm Andy in der Gesamtwertung und er muss dran vorbei. Und das wird jetzt wirklich schwer. Je weiter, je schwerer. Also wenn es so bleibt, dann wäre Andy Mecklau Halbzeitmeister mit 145 Punkten und läge dann doch wieder deutlich vorn. Aber wir kennen unseren ehrgeizigen Jochen. Er wird ja wirklich alles dran setzen in diesen 2 Runden und er bremst auch wirklich später. Er bremst sich wirklich ran. Und Andy wagte nochmal einen Blick nach hinten und hat nun gesehen, jetzt wird's eng. Ja, jetzt kommt es darauf an, ob Andy diese Härte, die er jetzt so nach und nach an den Tag legt, auch wirklich bis zur letzten Runde durchsteht. Also das ist doch Nervensache nun auch. Oh, leichter Versetzer. Ja, die Rutscher, die häufen sich jetzt natürlich. Ne, mit Ausgang des Rennens sind die Reifen natürlich schon... Und liebe Zuschauer, hier ist unser Mann. Hier ist der Markus Bordin mit der 33. Aber bitte nicht schon wieder. Also der läuft regelmäßig, zumindest am heutigen Tag in den letzten Runden. Und hier hat er brav Platz gemacht. Er kann sich natürlich auch nicht in Luft auslösen. Jetzt schaut er nochmal, weil wo einer kommt, wo 2 kommen, können auch 3 oder 4 kommen. Genau, er kann sich nicht in Luft auflösen. Es ist wichtig, die blauen Flaggen wirklich zu schwenken. Na, und wenn er sie gesehen hat, wird er auch Platz machen. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Die 21 vorne, das ist der Sven Wassermann, auf den dieses Spitzengrüppchen hier gleich aufläuft. Nehmen bitte, liebe Zuschauer, die Plätze 1 bis 6, die wir einblenden. Auf 7 übrigens über, auf 8 Ober, 9 Kitsch, 10 Drunninger. Das zur Vervollständigung der ersten 10. Schneider, Berner, Guderian, Fitztum, Skora im Moment in den Punkten und nun sind sie beide vorbei. Und der Jochen könnte diese Situation nutzen. Jetzt hat er sich richtig rangesaugt. Schafft er noch nicht ganz. Aber die Gegengrade ist ein schöner Platz zum Überholen. Wir haben noch 1,5 Runden. Genau, vor Start und Ziel kann er es jetzt noch mal probieren, wie er es bei Udo auch gemacht hat, einfach innen reinfahren. Mensch, tolles Rennen. Und jetzt ist er vorbei. Nein. Aber es ist die gleiche Stelle wie vorhin. Ne? Ich dachte auch, dass er sich da einfach reindrücken wird. Und jetzt in der letzten Runde ist seine letzte Chance hier. Also nochmal Luft anhalten. Das könnte noch was werden. Michael, was sagst du, wer macht's? Du, ich glaube, auf der Gegengrade wird der Jochen sich ansaugen und vorbeigehen. Also ich bin mir sicher. Gut, dann halte ich dagegen. Ja, da geht's noch nicht. Und auf diese Gruppe werden sie wohl nicht mehr auflaufen. Na, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht in der letzten Kurve noch, vor Start und Ziel. So, dran ist er. Genau, jetzt kommen sie auf die Schikane zu und danach kommt die Möglichkeit, die lange Gerade. Ja, da ist wieder Andi fast etwas schneller durch die Schikane. Genau, jetzt muss Jochen etwas flüssiger. Ganz dicht dran sein. Er muss ganz dicht dran sein, sonst schafft er es nicht. Oh. Jetzt heißt es beißen. Hat es nicht geschafft. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Und jetzt müsste er es schaffen. Ja, und er geht durch. Und Jochen Schmid geht in Führung. Super und ist Aktion. auf dem Weg zu dem Doppelsieg hier in Oschersleben. Absolut super. Und ich denke, das war's bereits. Probiert's der Andi nochmal? Ich glaube nicht. Er schafft's. Jochen schafft's. Und das war's. Jochen Schmid gewinnt auch den zweiten Lauf und ist damit Halbzeitmeister der Pro Superbike 98, denn er hat nun ist nun punktgleich mit Andreas Mecklau. Beide haben sie 140 Punkte, was bedeutet, Jochen Schmid hat mehr Siege, also rein theoretisch, rein rechnerisch ist Jochen Schmid der Halbzeitmeister. Großes Kompliment, ein fantastisches Rennen, das die 2, ja man muss respektive sagen, die 3 uns gezeigt haben. Ja, wir haben lange nicht so ein spannendes Rennen gesehen. Es ging ja wirklich hin und her und es ist wirklich so dieses letzte bisschen, ja, dieser Killerinstinkt, Hier sehen wir noch mal obwohl es diese Szene. abgegriffen ist, genau. Da geht er einfach rein und das ist wirklich, da muss man schon ganz gehörig Mut haben. War das ein Fehler von dem Andi Mecklau, dass er da zu weit... Ein Fehler kann man nicht sagen. Nee. Es ist einfach die Sache, in der letzten Runde darf er vielleicht die Tür nicht so weit auflassen. Das war die vorletzte Kurve und da hätte er vielleicht mehr Kampflinie fahren müssen. Aber von hier aus ist das alles einfacher zu sagen. So ist es. Ja, und zunächst mit diesen Bildern der 2 Sieger, die uns hier eine packende Show geliefert haben,
in diesem Lauf geben wir zunächst mal kurz ab zur Werbung nach München. Jawohl, vielen Dank. Und hier steht neben mir Udo Mark. Udo, ein faszinierendes Rennen. Was mich jetzt aber mal wirklich interessieren würde, wie kannst du denn so sicher sein, wenn der Jochen innen reingeht und du bleibst unten, die Türe zu, dass der Jochen nicht in dich reinfährt oder du nicht in den Jochen reinfährst? Woher weiß der Jochen, dass du nicht wieder aufmachst? Kennt ihr euch so gut? Was ist das für ein psychologisches Spiel? Ach, ich glaube, wenn man im Rennsport vorher alles wüsste, wie es funktioniert oder nicht, dann wäre es langweilig. Und auch in solchen Fällen, jeder versucht sein Motorrad so gut wie möglich unter Kontrolle zu haben. Und ich glaube, gerade solche Zweikämpfe sind es, was uns Spaß macht und was auch den Zuschauern Spaß macht. Aber es ist wirklich nicht so, dass du sicher bist, dass nichts passieren kann. Ja, ganz sicher ist man sich nie. Alles klar. Trotzdem freust du dich wahrscheinlich ja schon ein bisschen über den dritten, oder? Ja klar, wir sind wieder auf dem Podest. Ich habe die erste Hälfte sehr, sehr gut gefahren, konnte aber dann leider nichts mehr zusetzen. Wenn ich versucht habe zu forcieren, dann bin ich zu oft quer gestanden und deshalb bin ich mit dem dritten Platz zufrieden. Okay, vielen Dank, Udo. Andreas, komm her. Wut noch gerade abgefangen oder schon wieder gelegt? Ist schon wieder alles vorbei. Ich glaube, es war eine gute Show. Also, wir haben wirklich gekämpft auf Messerschneide und es war ziemlich hart, also fast, dass wir nicht berührt haben, auch am Anfang der Udo. Ja, ich habe mein Bestes gegeben und diesmal war der Gewinner der Jochen und man kann nur gratulieren. Dann wollen wir das auch gleich tun. Vielen Dank, Andreas. Jochen, komm her. Herzlichen Glückwunsch zum Halbzeitmeister. Ein wahnsinniges Rennen. Ja, ich denke, zum Rennen brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Das haben alle gesehen. Mir liegt eins wahnsinnig am Herzen und das möchte ich bei der Gelegenheit hier sagen. Meine Freunde vom Sachsenring, zu diesen Bemerkungen muss ich nur sagen, ich wurde gefragt nach unseren Übersetzungen und nach unserem Getriebe vom Sachsenring und alles Weitere wurde da rein interpretiert. Und wie gesagt, das kann ich hier an dieser Stelle nur jetzt klarstellen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß beim Grand Prix und hoffe, dass es ein tolles Rennen wird. Danke. Siegerehrung im zweiten Großübergang aus des heutigen Tages. Die Siegerehrung der Vorgemeinde von Hans-Peter Klein, Geschäftsführer der Motorbahnveranstaltungs GmbH hier in Oschersleben. Glückwunsch für den ersten, Glückwunsch für Jochen Schmid vom Team Green Kawasaki Deutschland. Wir gratulieren den zweiten Superkämpfer. Und das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Wir haben ein tolles Rennen gesehen, 2 begeisternde Läufe. Wir sehen uns wieder. Und zwar Anfang Juli, dann melden wir uns aus Most. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag. Wir haben noch tolle Bilder zum Schluss der Sendung für Sie. Alles Gute, bis Most. Tschüss.